Wir Deutschen sind Exportweltmeister. Gleichzeitig bereitet fast kein Thema Unternehmen so viel Kopfschmerzen wie die Exportkontrolle. In unserer Serie schauen wir uns die Exportkontrolle genauer an, mit den 5 wichtigsten Fakten, die jedes Unternehmen kennen muss. Vielleicht reicht's dann zum Exportkontrollweltmeister. Noch ein schneller rechtlicher Hinweis, ich bin Juristin und mache seit 15 Jahren Exportkontrolle. Das hier sind ausschließlich Tipps. Wir betrachten nur Exportkontrolle im engeren Sinne. Einige Elemente wurden mit KI erstellt. So, los geht's. Nummer 5. Der Außenwirtschaftsverkehr ist grundsätzlich frei. Grundsätzlich ist so ein schönes juristisches Wort. Grundsätzlich heißt nicht immer, sondern es gibt Ausnahmen. Das sind Genehmigungspflichten und Verbote. Diese werden erlassen, um unter anderem, ich zitiere jetzt mal, Sicherheitsinteressen zu gewährleisten oder eine Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker zu verhüten. Man möchte also verhindern, dass unsere sensitiven Güter in die falschen Hände geraten. Oder man möchte bestimmte politische Regime in bestimmten Ländern durch den Vorenthalt von Gütern wirtschaftlich schwächen. Das reicht zum Beispiel von Überwachungstechnologien an autoritäre Regime bis hin zu Skianzügen für Nordkorea. Wer macht jetzt eigentlich die Exportkontrolle? Nummer 4. Für das Exportkontrollrecht ist nicht der Zoll zuständig. Das begegnet mir häufig, dass Exportkontrolle und Zoll in einen Topf geworfen wird. Aber das sind 2 völlig unterschiedliche Gebiete. Was gehört jetzt eigentlich zur Exportkontrolle? Erstens, die Exportkontrollprüfung. Die Hauptaufgabe liegt, anders als der Name vermuten lässt, nicht in der Exportabteilung, sondern beim Vertrieb, dem Einkauf, dem Support oder auch der Entwicklung. Die Informationen, die diese Abteilungen liefern, die Details zu den Gütern, aber auch zu Empfängern, Bestimmungsländern, Verwendung, stellen die Grundlage dafür, ob der Exportvorgang unter Kontrollen steht und damit Verbote oder Genehmigungspflichten beachtet werden müssen. Zweitens, die Genehmigung. Die tatsächliche Exportkontrolle, also die Entscheidung, ob eine Genehmigung für den Export erteilt werden kann, wird vom BAFA vorgenommen. Drittens, die Prüfung. Der Zoll prüft anhand sogenannter kodierter Unterlagen letztlich nur noch, welche Prüfungen vorgenommen wurden und ob entsprechende Genehmigungen, sofern erforderlich, vorliegen. Aber wo finde ich denn jetzt die Exportkontrollvorgaben? Nummer 3. Es gibt nur 3 Arten von Gesetzen. Es gibt eigentlich nur 3 Gesetze, die den freien Warenverkehr einschränken. Erstens, die Embargo-Verordnungen der EU. Diese werden gegen Länder erlassen. Aktuell sind davon 29 Länder betroffen, darunter der Iran, Nordkorea und Russland. Die Bandbreite von Gütern ist groß und reicht von Waffen über spezielle Laser bis hin zu Massenprodukten wie beispielsweise Skianzügen. Zweitens, die Dual-Use-Verordnung der EU. Diese stellt zivile Güter unter Genehmigungspflichten. Zum einen Hightech-Güter, die im Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung als Dual-Use-Güter gelistet sind. Das sind Güter, von denen man weiß, dass sie im ABC-Waffenbereich oder dem konventionellen Rüstungsbereich eingesetzt werden können. Zum Beispiel Frequenzumwandler, die sowohl im Automobilbereich als auch im Zusammenhang mit der Herstellung von Atomwaffen eingesetzt werden können. Und zum anderen nicht gelistete Güter. Wenn der Ausführer weiß, dass diese im ABC-Waffenbereich, dem konventionellen Rüstungsbereich oder im zivilen Kerntechnikbereich verwendet werden. Drittens, die deutsche Außenwirtschaftsverordnung. Diese ist insbesondere für den Handel mit Rüstungsgütern relevant. Hier geht es um richtig ernste Themen. Und die Konsequenzen bei Verstößen sind auch nicht ganz ohne. Nummer 2. Gegen Exportkontrollgesetze zu verstoßen, tut weh. Jedes deutsche Unternehmen ist dazu verpflichtet, sich an die Exportkontrollgesetze zu halten. Also zu prüfen, ob die eigenen Exportvorgänge Genehmigungspflichten oder Verboten unterliegen. Verstöße gegen die Exportkontrollgesetze unterliegen dem Strafrecht. Das heißt,
Die Staatsanwaltschaft startet ein Ermittlungsverfahren. Und zwar nicht gegen das Unternehmen, sondern gegen die Geschäftsführung. Und das möchte niemand. Aber damit das nicht passiert, schauen wir uns ja das Thema an. Nummer 1. Exportkontrollrechtliche Beschränkungen betreffen dein Unternehmen wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal auf eine EU-weite Statistik mit einem Blick auf das Gesamtvolumen der Exporte aller EU-Länder in Drittländer. Gerade mal um die 2% davon entfallen auf Dual-Use-Güter. Trotzdem muss man sicherstellen, dass auch die eigenen Exportvorgänge keinen Beschränkungen unterliegen. Aber wie? Mit 4 einfachen Fragen, die wie eine Checkliste durch die exportkontrollrechtlichen Beschränkungen führen und dir helfen herauszufinden, ob dein Exportvorhaben Kontrollen unterliegt. Wie du diese Fragen für dein Unternehmen anwendest und was an diesen Fragen oft falsch verstanden wird, das schauen wir uns im nächsten Video an. Wie finde ich heraus, ob mein Exportvorhaben gesetzlichen Beschränkungen unterliegt? Wie kann ich das einfach und systematisch prüfen? Willkommen zu unserem zweiten Teil in unserer Exportkontrollserie. Heute schauen wir uns eine konkrete Methode an, mit der du feststellen kannst, ob und welche Exportkontrollgesetze du bei deinem Exportvorgang beachten musst. Ich präsentiere die 4 Fragen der Exportkontrolle. Okay, hier sind sie. Die 4 Fragen der Exportkontrolle. Wer sind die Vertragspartner? Welche Länder sind beteiligt? Was wird exportiert? Welche Verwendung haben meine Güter? Mit diesen 4 Fragen gehst du systematisch wie bei einer Checkliste durch, ob dein Exportvorhaben gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die Reihenfolge ist entscheidend. Wenn in Frage 1 bereits ein Verbot auftritt, zum Beispiel weil der Vertragspartner für deine Stricksockenlieferung seitens der EU mit Bereitstellungsverboten belegt ist, musst du die nächsten Fragen gar nicht mehr beantworten. Um alles etwas griffiger zu erklären, nehme ich jetzt ein fiktives Beispiel. Ich bin ein deutsches Unternehmen und stelle Skianzüge her. Jetzt kommt eine E-Mail. Anfrage für 100 Premium-Skianzüge. Angefragt von der Ski Unlimited Limited in Nordkorea. Darf ich das machen? Das schauen wir uns jetzt an. Los geht's mit der ersten Frage. Wer sind die Vertragspartner? Ihr müsst prüfen, ist mein potenzieller Vertragspartner auf einer Sanktionsliste gelistet. Jetzt kommen wir direkt zu einer Schwachstelle von diesem bekannten 4-Fragen-Modell. Frage 1 kann man nur mit dem Sanktionsrecht beantworten. Die gute Nachricht, ich habe bereits eine ganze Serie genau zu diesem Thema gemacht. Dort findet ihr Antworten, wen ihr, wie oft, gegen welche Listen prüfen solltet. Die Videoserie habe ich euch hier oben verlinkt. Für unser Beispiel sagen wir jetzt einfach mal, die Ski Unlimited Limited aus Nordkorea ist nicht auf der CFSP-Liste der EU oder der SDN-Liste der USA aufgeführt. Wir können hier einen Haken machen und gehen weiter zur zweiten Frage. Kurze Unterbrechung. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch ein Like da und schreibt mir unten einen netten Kommentar. Weiter mit der zweiten Frage. Welche Länder sind beteiligt? Ich muss prüfen, ist an meinem Exportvorgang ein Embargoland beteiligt. Ich schaue auf der Embargo-Übersicht des BAFAs, welche Länder Embargoländer sind. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ist das Land dort aufgeführt, muss ich mir die Embargo-Verordnung gegen dieses Land genauer anschauen. Und tatsächlich, Nordkorea ist ein Embargoland. Jetzt muss ich mich mit den konkreten Vorschriften von Nordkorea beschäftigen. Und zwar mit der Frage, darf ich Skianzüge nach Nordkorea exportieren oder gibt es Verbote oder Genehmigungspflichten? Seitens der EU bestehen seit 2006 Sanktionen gegen Nordkorea. Die aktuell zu prüfende Verordnung ist die EU-Verordnung 2017/1509. Und darin entdecken wir tatsächlich einen Eintrag zu Skianzügen. Der zugehörige Artikel 10 liest sich: Es ist untersagt, die in Anhang 8 aufgeführten Luxusgüter unmittelbar oder mittelbar an Nordkorea zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen.
Also ein klares Verbot, und zwar bereits für den Verkauf an die Ski Unlimited Limited. Ich darf kein verbindliches Angebot abgeben und sage ab. Die weiteren Fragen der Exportkontrolle brauche ich gar nicht mehr zu behandeln. Doch dann, 5 Tage später erreicht mich eine neue E-Mail. Anfrage für 100 Premium-Skianzüge, angefragt von der No Border Skiing in China. Eine neue Anfrage, juhu! Aber, Moment. Hallo? Das ist ja wie im Krimi. Die klingt doch wirklich sehr ähnlich wie die vorherige Anfrage. Gleiche Menge, gleiches Produkt. Und China ist doch direkt neben Nordkorea. Beabsichtigt die No Border Skiing etwa, die Skianzüge an die Ski Unlimited Limited in Nordkorea weiterzugeben? Darf ich das jetzt machen? Die Embargo-Verordnungen sind immer sehr weit gefasst. Und anders als die Dual-Use-Verordnung erfassen sie nicht nur den Export, sondern auch den Verkauf und die Lieferung. Was bedeutet das? Die von mir produzierten Skianzüge dürfen auch nicht mittelbar, man könnte auch sagen über Umwege, in Nordkorea landen. Punkt. Wenn ich sie nach China exportiere, aber ein chinesisches Unternehmen sie, auch ohne mein Wissen, nach Nordkorea weiterleitet, dann ist es für mich eine Lieferung nach Nordkorea. Und damit verstoße ich gegen die Embargo-Verordnung. Und genau diesen Verdacht habe ich jetzt. Aber das eigene Risiko einer solchen Sanktionsumgehung kann man minimieren, indem man denkt wie ein Detektiv und sich abzusichern weiß. Wie man das tut, genau darum geht's im nächsten Video. Was mache ich, wenn ich den Verdacht habe, mein Geschäftspartner möchte Sanktionen umgehen? Und wie kann ich das Risiko einer Sanktionsumgehung für mein Unternehmen minimieren? Setzt eure Detektivhüte auf, denn genau darum geht's in dem heutigen Teil unserer Serie zur Exportkontrolle. Wir geben hier ausschließlich Tipps. Dies ist keine Rechtsberatung und einige Elemente wurden mit KI erstellt. Detektive wissen genau, wo sie hinschauen müssen, um versteckte Motive aufzudecken. Und wir können uns die sogenannten Red Flags, also Warnsignale, zur Hilfe nehmen. Sobald eine oder mehrere auftreten, müssen wir nachforschen. Diese Warnsignale schauen wir uns jetzt an. Platz 5. Gleiche Bestellung aus einem Nachbarland. Bereits abgelehnte Anfragen wiederholen sich nun fast identisch. Gleiche Produkte, gleiche Menge, aber die Bestellung kommt plötzlich aus dem Nachbarland. Das kann Zufall sein, muss es aber nicht. Also genauer hinschauen. Platz 4. Ungewöhnliche Mengen. Die letzten Jahre kamen aus Kasachstan immer nur 5 Bestellungen, jetzt sind es 50. Auch so eine Auffälligkeit sollte genauer betrachtet werden. Und man sollte sich fragen, dürften meine Güter auch in Russland oder Belarus landen? Wenn nicht, erhärtet sich der Verdacht, dass es sich hier um einen Umgehungsversuch handeln könnte. Dieses Misstrauen sollte man haben, wenn Anfragen aus Ländern kommen, in denen es keine mit der EU vergleichbaren Sanktionen gibt. Platz 3. Ungewöhnliche E-Mail-Adressen. Unprofessionelle E-Mail-Adressen sind im Unternehmenskontext direkt verdächtig. Aber auch undurchsichtige Info-Ad-Adressen, aus denen man nicht erkennen kann, mit wem man es eigentlich zu tun hat, sollten Misstrauen wecken. Will der Anfrager alles am besten bereits gestern haben, bezahlen würde er am liebsten in bar, in Kryptowährungen oder an eine andere Firma. Und dann baut er am Telefon noch richtig Druck auf, explodiert fast, wenn es zu lange dauert. Dann sollten wirklich alle Alarmglocken läuten. Platz 2. Ungewöhnliche Verpackungswünsche. Bitte zerlegen Sie die Anlage in Einzelteile, so dass sie von mehreren Eseln über Berge getragen werden kann. Derart auffällig werden die Anforderungen wohl nie sein, aber Verpackungswünsche sollten schon zum Zielland passen. Platz 1. Verstrickte Firmenkonstellationen. Plötzlich auch mit Ehefrauen. Wenn man zum Beispiel einen potenziellen Neukunden prüft und dann sieht, dass die Firma erst auf den Mann eingetragen und dann plötzlich auf die Ehefrau übertragen wurde, oft genau zu dem Zeitpunkt, als Sanktionspakete erlassen wurden,
Klar, das kann Zufall sein, aber es ist ein weiteres Warnsignal, weswegen man genauer hinschauen sollte. Es gibt noch viele weitere Warnsignale. Das BMWK hat dafür ein Merkblatt veröffentlicht. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Man sollte sich nur bewusst sein, Menschen, die versuchen, die Embargo-Verordnungen zu umgehen, sind nicht auf den Kopf gefallen und suchen immer wieder neue Beschaffungswege. Die beste Methode zur Absicherung ist generell ein gesunder Menschenverstand und wie ein Detektiv nicht zu gutgläubig sein, sondern ruhig mit einer Portion Misstrauen an jede Anfrage herangehen. Wie sichere ich denn mein Unternehmen jetzt ab? Wenn ich Warnhinweise habe, dann muss ich geeignete Sorgfaltsmaßnahmen einleiten, die sicherstellen, dass meine Güter nicht in Embargoländern landen. Hallo? Dazu bietet sich ein Dokument an, mit dem ich mich freiwillig absichern kann, die Endverbleibserklärung. Mein Geschäftspartner muss mir schriftlich bestätigen, dass meine Ware nach meinen Vorgaben verwendet wird, also zum Beispiel keine Weiterleitung nach Russland. Sie kann das Haftungsrisiko merklich minimieren. Und welche gesetzlichen Vorgaben gibt es? Eine gesetzlich vorgeschriebene Sorgfaltsmaßnahme ist die sogenannte No-Russia-Klausel, die Unternehmen bei Ausfuhren für bestimmte Produkte in die allermeisten Länder in ihre Verträge aufnehmen müssen. Mit der No-Russia-Klausel sollen Reexporte von den sogenannten High-Priority-Gütern nach Russland und Belarus unterbunden werden. Hilfe! Ein Umgehungsversuch! Was jetzt? Sollten sich nach der eigenen Detektivarbeit stichhaltige Indizien ergeben, dass es hier wirklich nicht mit rechten Dingen zugeht, muss ich von einem Umgehungsgeschäft ausgehen und den Vorgang abbrechen. Zusätzlich muss ich alle Warnhinweise, ob ich nun meinen Geschäftsvorgang abbreche oder unter Sorgfaltsmaßnahmen weiterführe, bei den zuständigen Behörden, zum Beispiel dem BAFA, melden. Diese Hinweispflicht hat jedermann und deswegen heißt sie auch Jedermannspflicht. So, aber nehmen wir jetzt mal an, alle Zweifel sind beseitigt, dann kann der Detektivhut wieder abgenommen werden und der Geschäftsvorgang stattfinden. Und jetzt wird es Zeit, dass wir mit den größten Missverständnissen der Exportkontrolle aufräumen. Habe ich in meinem Unternehmen Dual-Use oder Rüstungsgüter? Und was das alles damit hier zu tun hat, darum geht's in unserem nächsten Video. Und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Oder wie ihr das Video findet. Ein ganz normaler Lippenstift. Kann man aus der Hülse eine Patrone machen? Ist es deswegen ein Dual-Use-Gut? Wird ein Kugellager zum Rüstungsgut, wenn es in einem Panzer verbaut wird? Tja, heute kommen wir zu dem spannendsten, aber auch am häufigsten missverstandenen Thema der Exportkontrolle. Sind meine Güter Rüstungs- oder Dual-Use-Güter? Mit einer glasklaren Unterteilung bringen wir heute Licht ins Dunkel. Und ich verspreche euch, wer das einmal verstanden hat, ist ein großes Stück weiter. Mir ist das echt ein großes Anliegen. Deswegen schreibt mir gern eure Fragen in die Kommentare. Schneller rechtlicher Hinweis. Wir geben hier ausschließlich Tipps. Dies ist keine Rechtsberatung. Und einige Elemente wurden mit KI erstellt. Das Herzstück der Exportkontrolle ist die sogenannte Güterklassifizierung. Diese ist auch die dritte Frage der 4 Fragen der Exportkontrolle. Welche Güter möchte ich ausführen? Jeder Exporteur muss prüfen, sind meine Güter im Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung oder dem Teil 1 der deutschen Ausfuhrliste gelistet. Klingt doch eigentlich ganz einfach, oder? Wie man das macht, schauen wir uns jetzt an. Rüstungsgüter. Wenn mein Gut eine Waffe oder Munition ist, ist es relativ einfach und im Unternehmen klar. Jeder, der Munition oder Waffen produziert oder damit handelt, weiß, dass er der Rüstungsexportkontrolle unterliegt. Rüstungsmaterialien. Schwierigkeiten bereiten alle Rüstungsmaterialien, also alles, was nicht Waffe oder Munition ist, aber trotzdem ein Rüstungsgut. Im Prinzip kann das nämlich jedes Gut sein, aber nur dann, wenn es für militärische Zwecke besonders konstruiert oder verändert wurde. So kann auch aus einem Massenprodukt ein Rüstungsgut werden. Zum Beispiel, ein Skianzug bekommt Einnäher mit kugelsicheren Einlagen für Soldaten in den Bergen.
wird aus meinem Standardkugellager, das zum Beispiel in Skateboards verbaut wird, ein Rüstungsgut, wenn das Kugellager unverändert vom Militär bestellt und in einem Panzer verbaut wird. So, und jetzt gut zuhören. Ganz wichtig. Weder der Empfänger noch die Verwendung machen ein bestimmtes Gut zum Rüstungsgut. Rüstungsmaterialien sind dadurch gekennzeichnet, dass sie speziell für militärische Zwecke entwickelt oder verändert worden sind. Punkt. Also, ein Standardkugellager bleibt ein Standardkugellager und ist kein Rüstungsgut, egal wo es verbaut wird. Ist mein Gut keine Waffe, keine Munition und kein Rüstungsmaterial, dann ist es ein ziviles Gut. Aber ist es auch ein Dual-Use-Gut? Also ein Gut, das auch zu militärischen Zwecken verwendet werden kann? Wenn ihr euch eine Sache von diesem Video merkt, dann bitte diese. Na gut, nochmal gut zuhören. Ein ziviles Gut ist nur dann ein Dual-Use-Gut, wenn es technische Parameter aufweist, die im Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung beschrieben stehen. Und nur dann. Es ist wirklich nur ein technischer Abgleich von den Eigenschaften eures Guts mit einer Liste. Vor dem Hintergrund schauen wir uns nochmal das Lippenstiftbeispiel an und räumen damit ein für alle Mal auf. Ist die Lippenstifthülse ein Dual-Use-Gut, weil man daraus Munition machen könnte? Was muss ich tun? Ich schaue in Anhang 1 der Dual-Use-Verordnung und prüfe, ob eine Plastik oder bei den hochwertigeren Lippenstiften vielleicht eine Aluminiumhülse mit einem Durchmesser, sodass auch ein Lippenstift reinpasst, aufgeführt wird. Im Anhang 1 finden sich zwar Aluminium- oder Titanrohre, allerdings mit ganz besonderen Legierungen und nur mit viel größerem Durchmesser. 75 mm und größer, da passt vielleicht ein Elefantenlippenstift rein. Also, eine Lippenstifthülse in entsprechender Größe und Material ist Stand heute kein Dual-Use-Gut und ich bezweifle, dass sie es jemals sein wird. Es zählt einzig der Abgleich mit Anhang 1. Und wichtig ist zu wissen, Anhang 1 enthält knapp 2000 Beschreibungen von ausschließlich Hightech-Produkten. Wer das verinnerlicht hat, darf sich freuen. Denn jetzt wird alles viel einfacher. Ich muss nur meine Hightech-Produkte mit den technischen Beschreibungen in Anhang 1 abgleichen. Und das macht man ja nicht allein, sondern in Zusammenarbeit mit den Experten, die das jeweilige Produkt entwickelt haben. Und für alle Handelswaren frage ich beim Hersteller nach. Am besten noch vor dem Einkauf. Und was wenn doch? Habe ich Güter mit den beschriebenen Eigenschaften in meinem Warenstamm, kennzeichne ich diese als Dual-Use-Güter. Will ich diese Güter ausführen, lande ich jetzt in der Exportkontrolle, weil Dual-Use-Güter bei der Ausfuhr nach Artikel 3 Absatz 1 der Dual-Use-Verordnung genehmigungspflichtig sind. Aber ist es jetzt wirklich total egal, für was sie verwendet werden? Gute Frage. Bei der Frage, ob es sich um ein Rüstungs- oder Dual-Use-Gut handelt, ja. Bei allen nicht gelisteten Gütern muss ich aber prüfen, ob sie aufgrund der mir bekannten Verwendung genehmigungspflichtig sind. Genau das ist der letzte Schritt der 4 Fragen zur Exportkontrolle und die schauen wir uns im nächsten Video an. Und bitte schreibt mir in den Kommentaren, ob euch das jetzt weitergeholfen hat oder welche Fragen ihr noch habt. Willkommen zum letzten Teil unserer Serie zu den 4 Fragen der Exportkontrolle. Heute schauen wir uns die 4. Frage, wofür, an. Welche Verwendung haben meine Güter? Wie ihr die 5 häufigsten Fehler vermeidet und eine glanzvolle Exportkontrolle aufs Parkett legt, darum geht's jetzt. Wir geben hier ausschließlich Tipps. Das ist keine Rechtsberatung. Einige Elemente wurden mit KI erstellt. KI, genau wie dieser Song. Die Catch-all-Klauseln stellen nicht gelistete Güter bei Kenntnis einer kritischen Endverwendung unter eine Genehmigungspflicht. Eine Endverwendung ist genehmigungspflichtig, wenn folgende 3 Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens, das Ausfuhrgut ist nicht gelistet.
Zweitens, es liegt eine in Artikel 4 Absatz 1 der Dual-Use-Verordnung oder Paragraph 9 Außenwirtschaftsverordnung beschriebene Endverwendung vor. Und drittens, ich habe Kenntnis von der kritischen Endverwendung oder wurde vom BAFA darüber unterrichtet. Aber was ist denn jetzt eine kritische Endverwendung ganz konkret? In der Praxis gehören folgende Verwendungen zu den relevanten. Wenn die nicht gelisteten Güter zur Entwicklung, Herstellung, Handhabung, Wartung, Lagerung, Ortung und Identifizierung oder Verbreitung von ABC-Waffen oder Trägertechnologie verwendet werden, wenn die Güter militärisch verwendet werden und das Käufer- oder Bestimmungsland ein Waffenembargoland ist, oder wenn die Güter in der zivilen Kerntechnik in einem bestimmten Länderkreis verwendet werden. Schauen wir uns jetzt einfach mal die häufigsten Fehler an, damit ihr es gleich besser machen könnt. Fehler 1. Die Wofür-Frage wird viel zu früh gestellt. Wer die 4 Fragen der Exportkontrolle durcheinander würfelt, für den ist Chaos vorprogrammiert. Wichtig ist ein strukturiertes Vorgehen. Die 4 Fragen der Exportkontrolle sind wie eine Checkliste. Die Reihenfolge ist entscheidend. Wer in Frage 1 an wen ein Verbot hat, muss die nächsten Fragen gar nicht beantworten. Das heißt, wenn wir zur 4. Frage, dem Wofür, kommen, heißt es auch, dass wir grünes Licht bei den vorherigen Fragen bekommen haben. Also, alles schön der Reihe nach. Und gegebenenfalls in die vorherigen Videos springen. Fehler 2. Ich spiele Sherlock Holmes. Der Gesetzestext spricht von Kenntnis über eine kritische Endverwendung. Anders als bei den Sanktionsumgehungsversuchen muss ich mir hier keinen Detektivhut aufsetzen. Positive Kenntnis bedeutet, dass ich etwas im Lauf meiner regulären Geschäftskommunikation erfahre. Ich muss keine expliziten Nachforschungen unternehmen, Fangfragen stellen oder Privatdetektive anheuern. Ein Sonderfall kann vorkommen, das BAFA unterrichtet mich direkt, dass bestimmte Empfänger mein nicht gelistetes Gut für eine kritische Endverwendung verwenden wollen. Also zum Beispiel, dass bestimmte chinesische Forschungseinrichtungen, die nicht sanktioniert sind, ausgewählte Güter im ABC-Waffenbereich verwenden. Habe ich Kenntnis einer kritischen Endverwendung in der regulären Geschäftskommunikation, müsste ich beim BAFA eine Genehmigung beantragen. Dazu später mehr. Habe ich keine Kenntnis, muss ich auch nicht aktiv werden. Fehler 3. Der Vertrieb schweigt. Bahnt sich ein Auftrag an, hat ja vor allem der Vertrieb den Kundenkontakt. Und was sollte der Vertrieb machen, wenn die Kundin erwähnt, dass sie die Güter militärisch oder für eine andere kritische Verwendung nutzen möchte? Nicht schweigen, sondern bei der Exportkontrollverantwortlichen anklingen. Denn hier sollte genauer hingesehen werden, was erlaubt ist und was nicht. Also, Exportkontrolle geht alle Bereiche im Unternehmen etwas an. Mitarbeiterinnen an Schlüsselstellen müssen geschult und sensibilisiert sein und die Informationen müssen fließen. Fehler 4. Die klaren Definitionen sind nicht bekannt. Wird Klopapier in einer Kaserne militärisch verwendet? Der Begriff der militärischen Verwendung für ein Gut, das weder Rüstungs- noch Dual-Use-Gut ist in Artikel 4 Absatz 1b der Dual-Use-Verordnung definiert. Eine militärische Verwendung ist der Einbau in militärische Güter, die Verwendung meines Guts für die Entwicklung, Herstellung oder Wartung von militärischen Gütern, die Verwendung von unfertigen Gütern für die Herstellung von militärischen Gütern. Damit wird auch klar, dass viele Güter zu solch einer Verwendung gar nicht geeignet sind. Dazu gehört auch Klopapier, denn es liegt keine militärische Verwendung im Sinne der Definition vor. Was ist mit meinem Standardkugellager, das ohne weitere Modifikationen in einen Panzer eingebaut wird? Das Standardkugellager wird nicht zum Dual-Use- oder Rüstungsgut durch seine Verwendung. Das haben wir uns im vorherigen Video genauer angeschaut. Jetzt schauen wir aber durch die Brille von Frage 4 auf das Kugellager. Wir haben ein nicht gelistetes Gut und die Kenntnis einer militärischen Verwendung. Jetzt kommt es auf das Bestimmungsziel an. Liefere ich in ein Waffenembargoland, wie beispielsweise Venezuela, dann liegt eine Genehmigungspflicht vor.
Liefere ich es aber nach zum Beispiel Mexiko, dann liegt keine Einschränkung vor. Hier vermischen Unternehmen öfter das Dürfen mit dem Wollen. Die rechtlichen Fragen des Dürfens lassen sich oft schnell und klar beantworten. Die ethische Frage obliegt jedem Unternehmen selbst. Fehler 5. Ich beantrage tatsächlich eine Genehmigung. Das Gesetz sagt, dass ich bei Kenntnis einer kritischen Endverwendung für mein nicht gelistetes Gut eine Genehmigung beantragen muss. Aber insbesondere bei einer militärischen Endverwendung im Waffenembargoland kommt dies faktisch einem Exportverbot gleich, denn die Genehmigung würde ich wohl nie bekommen. Die 4 Fragen der Exportkontrolle sind einfach ein klasse Werkzeug, um klar und strukturiert das oftmals kompliziert anmutende Thema Exportkontrolle zu bändigen und locker abzufrühstücken. Was sind eure Themen und Fragen, die wir uns mal gemeinsam anschauen sollten? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis bald!